Vāgīsajasya vadane lakshmir yasya ca vakshasi yasasti hide sambhit pam nishingamaham bhaje. Pasyanisam jagadidam khanabhangunishtham vairagyoragurasiko bhavabhoktinishtham. Pasyanisam jagadidam khanabhangunishtham vairagyoragurasiko bhavabhoktinishtham. Asar khulu samsaru duksharupi vimakaha shutaha kasya jhanam kasya snehovan jalate anisham. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der hat gesagt, für those common people going to sacrifice their life. Leute, die verkaufen ihr Leben für ganz, ganz billige Karma. Also Karma, materielle Wünsche. Try to think over and again about the slope I already, speaking. Is by Gokarnaji Maharaj. Gokarnaji Maharaj speaking in front of Atmadevji, father, who is in bonded condition, very painful condition. He is speaking when father wants to get rescued from this very painful situation. Also der Vers ist von Gokarna gesprochen zum Atmadev, was er am Anfang rezitiert hat. Brahmanda Brahmade Konno Bhagavanji Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Ladapi. So Atmadev will jetzt eine Frage stellen zum Gokarna. So die Situation, in der ich bin, Asara Samsara Kula. Gokarnaji Maharaj speaking, who is your wife, who is your children? What is this material world? So mit wem hast du wirklich was zu tun in der materiellen Welt? Wer sind deine Frau, deine Kinder? So, das Sansar, die materielle Welt, die gibt ja immer wieder Miserie. Ist ein Ozean voller Probleme. Und hat einmal gefragt, was die Definition von Samsara ist. Dann hat Maharaj ihm zur Antwort gegeben, Samsara bedeutet, du nimmst alle Probleme von der Welt in Arm, die haufst auf einen Haufen und es ist wie ein Mullplatz, wo sich alle Mull ansammelt. Das ist das Samsara mit allen Problemen, wo alle Probleme zusammengesammelt sind. In every fraction of second you will have to watch. In every fraction of second you will have to watch that this material world is changing. Jede Fraktion kannst du beobachten, wie sich die Welt verändert. Dauernd transformiert. Das ist ein rein temporärer Ort, die materielle Welt.
Srila Prabhupada sagt, in der materiellen Welt ist alles, dein ganzes Guthaben, deine Versicherungen, deine Krankenversicherungen, alles, wo du meinst, du kannst dein Leben schützen, alles ist unstabil, alles ist temporär. Überhaupt keine Gewissheit von dass das wirklich hilft. Also Gott vor kurzem, jetzt ist Gott wieder vor 2 Stunden an einem Auto gefahren und hat einen Autounfall gehabt und so hat das Leben aufgehört. So, das ist das Leben. So Gokarna, fucking Atmadev, Pashyanisham. So schau die ganze Welt an mit den Augen, dass sie sich ständig verändert. Und nichts ist wirklich von Dauer in der Welt. So, der Geist ist die Hauptquelle von deiner Freiheit oder Gefangenheit. If you are going to engage in Hari Bhajan, Sadhu Guru-Vaishnav says, I chose a good association, this mind can change and you can find a scope to do Hari Bhajan. Ultimately you can get a scope to go to transcend the world. So, wenn du den Geist wirklich verwendest für gute Gemeinschaft, du die Gemeinschaft hast von Sadhus, nachher kannst du dein Leben verändern und wirklich langsam den höchsten Herrn erreichen. So das Erste, was man zu tun hat, ist, deinen Geist zu verändern. Geist ist ganz gefährlich und flickerable, also die meisten denken, wie sie eben Kontrolle finden können über den Geist. Es ist fast unmöglich. Es ist möglich, aber fast unmöglich. Arjuna hat da zum Krishna gesagt, Atakena Prayuktanam Papacharanti Parusham. So, man will wirklich keinen Fehler machen, aber man ist gebunden, man ist gezwungen. So, was ist die Quelle dahinter, was da Druck gibt, damit man immer falsch handeln oder Apparats begehen. Bhagavan Sri Krishna, der gibt uns den Ratschlag. Sagt zum Arjun, O Arjun, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Samatpavaha, Mahasama, Mahatpatna, Vedinati Enam Naina. Rajaguna Samatpavaha, Mahasama, Mahatpatna, Vedinam. So all dein Karma, deine verschiedenen Wünsche, Ärger, Karma, materielle Wünsche, so die ganzen Gefühle, die kommen von Rajagun. Und Rajagun verleitet die dann, das und das Apparat zu begehen. Now, yesterday, that Mataji also put it one question in front of me. So gestern ist auch eine Frage gestellt worden. We like to know something special about this mind, but mind. So wir wollen ein bisschen mehr erfahren über den Geist. Man, Buddhi, Chitta, Ahankara. Man, der Geist, Chitta, der Intellekt und Ahankara ist das falsche Ego. So, das ist als die Konstitution von dem feinstofflichen Körper. Es nennt sich Antakaran.
different functions, their different name I am bound to speak. Follow? Also dasselbe feinstoffliche Körper, der hat verschiedene Namen. So der Geist ist wie der Äther, der Raum. Wenn du in den Raum schaust, dann findest du viele Sterne, Planeten, Sonne, Mond. So, was haltet all das? Nityananda Balaram, das ist die Kraft dahinter, von der spirituellen Energie. So our Guru was giving us example. Your mind, if you look at sky, you can read countless things there. Similarly, wenn du jetzt auf den Himmel schaust, dann findest du im Äther auch so viele Dinge, eben Himmelskörper. Und das Gleiche ist dein Geist. Da siehst du auch viele, viele feinstoffliche Formen von Materie. matter can be there in fine form. Follow what is saying. Matter is not there, but in fine form, possibility. Beach. So in fine form, everything there. So in der feinstofflichen Form ist alles in deinem Geist. Aber wenn du nach außen hin Entsagung aufzeigst, aber innerlich hast du vielleicht komplette Anhaftung an materielle Dinge. So das ist gefährlich, so eine Situation. Wenn du extern versuchst aufzuzeigen, wie entsagt du bist, aber innerlich hast du Anhaftung an gewisse Dinge, das sollst du nicht machen, das ist gefährlich. Kapat. Kapat. So innerlich hast du Kama, Krodha und extern versuchst aufzuzeigen, dass du frei von all dem bist. Mityachara, es ist eine große Lüge. Besser versuchst dein Adhika aufzuzeigen, was du wirklich bist. Antara, Bahire, Samaya, Bahir. Also, dass du innerlich und äußerlich gleich die zeigst. Nicht, dass du extern was anderes zeigst, als wie du innerlich hast. Es muss auf einer Stufe sein, parallel laufen. Keine Zwiespaltigkeit, Duplizität. So Satsang und Asatsang, das Thema wieder. In dem Namen vom Satsang kriegst du vielleicht Asatsang. Wer kann wirklich das sagen? In dem Namen von Satsanga kann es sein, dass du Asatsanga kriegst. Das ist der Grund, warum wir ständig und ständig beten müssen, dass Guru und Vaishnava uns wirklich in eine Gemeinschaft bringen oder das Ganze löst von uns. Chaitanya Mahaprabhu, der ist auch nach Südindien gegangen, Sakshat Sri Krishna. So Mahaprabhu Krishna, 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 Krishna. Also die haben chanted, die Ram, Nam, Ram, Nam. Zum Chaitanya Mahaprabhu. Er ist der Höchste Herr. Er chantet den Namen Chaitanya Mahaprabhu. Bahiman, bitte schütz mich, beschütz mich, hilf mir. So der Höchste Herr sagt, du musst beten. Um Hilfe eben. Weil Asatsanga ist ganz gefährlich. Du weißt nicht, eben weil in feiner Form Asatsanga da sein kann. Extern kannst du es nicht vorfinden vielleicht. So, Südindien ist ganz voll mit Mayavad-Philosophie. Deswegen betet er davor, oh bitte beschütze mich, bitte beschütze mich. So Mahaprabhu lehrt uns. Diejenigen, die was in die westlichen Länder gehen,
Sridhar Maharaj war ganz am Zittern, wenn er Sridhar Maharaj gesagt hat, na, er kann nicht gehen in die westlichen Länder, weil es so ein gefährlicher Platz ist. Und Srila Prabhupada ist gegangen und hat ihm dann erlaubt, dass er doch zu den Ausländern predigt, aber in Kolatip bleiben kann, in Navadvip Dham. Und Hayagriva Brahmachari wollten sie auch senden, aber der hat so schön ausgehört, so eine transzendentale Figur gehabt. So, die haben gesagt, das kann gefährlich sein, weil die Frauen im Westen, die sind so unzivilisiert. So, Prabhupada hat sich entschieden, dass er eben Hayagriva Prabhu nicht geschickt hat. Swami Maharaj ist gegangen. Aber Swami Maharaj und alle, die beten die ganze Zeit zu Nishingadev und dass wirklich kein Asatsanga sie berühren kann. So, die gehen durch die Barmherzigkeit von Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, aber doch, die sagen, dass sie ihm immer beten, weil die materielle Welt so gefährlich ist. Und Chaitanya Mahaprabhu hat genau dasselbe aufgezogen in Südindien, weil alle Mayavadis waren. Deswegen hat er aufgezeigt, dass man immer um Schutz beten soll, wenn man in solche Gemeinschaften kommt. When I go through road all around my house, but mentally I close eyes and see the lotus feet of Gurudeva to purify me. Because I have no scope to go to Ganga to take bath. Where Mahaprabhu told, if you see one Mayavadi, you will have to take bath with your clothes. With your clothes. Mahaprabhu sagt, du musst sogar, wenn du ein Mayavadi siehst, sollst du mit deinen Kleidern gleich ein Bad nehmen. Sodass du immer reinig bist. Es ist ja so, da schon schwierig in Godum, dass du mit dem Boot die Flüsse überqueren kannst. So im Flugzeug, alles ist ein ganz gefährlicher Ort, wo du leicht kontaminiert werden kannst. Asatsanga. But if you want to avoid asatsanga externally, but still there is a possibility that you can get asatsanga. Also du kannst extern das vielleicht schaffen, das aus dem Weg zu gehen, aber dann ist noch Asatsanga innerlich. Matters are not there externally, but inside your mind there can be some matters. Attraction and different kind of objects can be there. Your building, your property, your wife, your husband, everything can So, es können so viele Dinge sein in feinstofflicher Form, was Asatsanga sein. Dein Haus zum Beispiel kann die binden, deine Verwandten können die binden, alle Dinge, wenn du über die Dinge mit dir meditierst, das ist eine Art von Satsanga. Weil du sollst immer über den Höchsten Herrn meditieren. Wenn er zum Beispiel in Fluss überquert und Mayavadis sieht, nachher denkt er innerlich einmal an die Lotusfüße auf seinen Gurudev und so ist er ankhaftet an die transzendentale Substanz, nicht an was Materielles. So Bhakti Yoga ist nicht verständlich für alle, es ist ganz ein sensibler Punkt. Bhakti Vinod Thakur
Dieser Vers aus der Bhagavad Gita, wo Krishna zum Arjuna sagt, Shreya you are going to do some Drupama yoga. Drupama yoga matters, oriented matters. You are going to some yoga, oriented matters, Drupama yoga. But from Drupama yoga, Gyan yoga is more high. Because es gibt Karma, Kanda oder Karma Yoga, Karma Yoga, aber höher als wie Karma Yoga ist Jnana Yoga. Then going to give you some conception of knowledge, Gyan. Gyan. Follow. And that Gyan, when in very mature form, when Jnana, So du kriegst durch Karma Yoga Gyan. like mango, when totally ripe in Wenn das Gyan jetzt reifer und reifer wird, that's why when Gyan is more, ripe and ripe, more ripe, very sweet. In that case, our Guru teaches in definition. nachher sagt unser Guru Varga, wenn Gyan auf der Reifenstufe ist, dann ist es gleichzusetzen mit Bhakti. Very mature form, very fine form, accurate, mature form, totally ripe. It's called Bhakti. You can see. So Gyan in der reifen Form ist Bhakti. So, Drupama from Drupama Yajna, Jnana Yajna, far better. And why? Basaravan Karuna Khilam Artho Jnani Parishamapati. Ultimately, you are going to get everything in the form of Jnana, but ultimately, that Jnana, when right, totally, then it becomes Bhakti. Oh, what I say. Now I want to give you one example, nice example. So, ich kann ein Beispiel jetzt geben, um das zu verstehen, wie Gyan im Bhakti wird. So im Tempel sind oft viele Yagyas. Shingadev Yagya oder andere Yagyas. Die Ramananda Sadhis, die machen auch so viele Yagyas, die verteilen dann Prasadam. I can explain this point. Actually, Bhaktivinoda Thakur sagt uns jedes Yajna, was man macht. Even if you are going to worship Supreme Lord, try to follow. Suppose you are going to worship Supreme Lord. So, du verehrst jetzt den Höchsten Herrn. Sagen wir mal, du brauchst Blumen, Früchte, Dieb, du musst das alles organisieren. Und du musst in einem reinen Asana sitzen, Om Asana Mantra, Chandra Korma. So in Archan, in Archan Paddhati also you need to take help of some matters. Without that not possible. You are going to offer some fruits and flowers. I have seen myself. So in Archan brauchst du immer Früchte und Blumen. I say they are going to pass urine. Without anything, we are going to take flowers. Aber er hat selber gesehen, dass auch die was Blumen pflücken, und die gehen vielleicht auf die Toilette, waschen sich nicht die Hände und geben dann die Blumen. Oder die Früchteverkäufer, die geben dir vielleicht Äpfel und haben davor eine Zigarette geraucht. So, in der materiellen Welt ist heutzutage nichts rein. Milch, wenn du heutzutage gehst, so die meisten Milchmänner heutzutage, die nehmen vielleicht kein Bad,
waschen sich rein und das so in der materiellen Welt ist nichts wirklich rein. Think it is totally purified. It's not possible. So actually, when you are going to do archan, in archan also some matters involved. You have to offer flowers and fruits, everything. But in this archan procedure, Prabhupada speaking, some matters are also oriented. So archan is such a procedure where you will have to unify both procedures. One is you are in a bonded condition. You are trying to reach that spiritual level. So some spiritual Archan ist combined here. Pakt ist, dass du versuchst, das Spirituelle zu erreichen, aber du bist doch nur materiell. Und dann kannst du ihm das mit Archan überbrücken. So Archan, nicht, dass sie das, wenn die Archan machen, das ist nicht normales Archan. Das ist nicht der Seva in die Kunjas. Even they are not Kanishta Adhikari, they are doing archan. For Kanishta Adhikari, archan is safe because through archan they can try to... So für ein Kanishta Adhikari ist Archan dazu da, dass er sich eben mehr und mehr reinigt. So als Puchari musst du immer gewisse Reinheit haben. In Davi Mandir Vrindavan, somehow Pujari fly, stealing something, open money and gone. Fly. Then after the who can do archan? I am doing part, this, that. Then the temple committee requesting me, you can start archan. I say, actually, if Guru Maharaj is going to speak me, then I can start archan. So they connect me over telephone. Guru Maharaj speaking, Baba, if you try to do archan, it is my blessing that you can discover what kind of kripa you are going to get from Dauji. I said, Maharaj, which mantra? Because all other mantra I know how, which Dauji mantra how to do. Then Guru Maharaj, you got telephone, give me mantra. Then I started worshipping, really so. By worshipping Dauji. So, im Dauji-Tempel war mal der Puchari, der ist abgehauen und hat Shamdas Prabhupada dort Dauji verehren müssen. Und er hat seinen Gurudev gefragt über das Telefon, ob er das machen kann. Und er hat gesagt, er hat ihm mal das Mantra gegeben. Und er hat sich immer dann gedacht, das ist ein Pur, der was da sitzt, kein Deity. So, Gurudev hat er gesehen, wie rein sein Gurudev war. But as per the desire of Guru Maharaj, I am trying. So then I was very careful. Suppose I am getting up 2:30 or 3 o'clock, Vrindavan 2:30, 3 o'clock, too much. Very winter season, taking bath in cold water. Also 2, 3 in der Nacht ist er aufgestanden, hat ein kaltes Bad genommen. It happened so, on Delhi, pipeline not breaking. Because 4 degrees. 4 degree density of water is maximum. 4 degree. Then all broken, pipeline. This way. No. So still, if I think it necessary to go to bathroom because some problem have made, then in that case, again, everything over. So 5:30 I will have to do arti, after that archan. Then again I take bath, again do tilak again. Again, full bath. No excuse. Also im Archan ist ganz, ganz schwierig, weil du immer so einen hohen Standard an Reinheit haben musst. Und er hat immer, auch wenn du wieder auf die Toilette gehst, du musst wieder ein volles Bad nehmen. Sein Guru Maharaj hat das auch aufgezeigt, er hat das gemacht, er hat Archan im Jogabit Srimandir gemacht. Zu der Zeit von Bhakti Velastirtha Maharaj. Er hat geschrieben, er hat Archan gemacht. So wenn Guru Maharaj auf die Toilette gegangen ist, Guru Shankha is very fair word. In Sadhu Samaj we used to, in Vaishnava Samaj used to use this word, very nice. Guru Shankha, then Guru Maharaj changed all clothes.
So Guru Maharaj hat alle Kleider gewechselt, wenn er nur auf die Klan, auf die Toilette gegangen ist. Er hat den Bart genommen bis eben zu den Füßen, den Oberkörper nicht, aber es hat alles gewaschen und nachher seine Kleider hat er ausgezogen und dann wieder angezogen. So, das sind jetzt zwei Kombinationen da in Arjuna. Also, da ist doch Materie da und du bist verbunden spirituell durch Puchuti-Mantras mit dem der Deities im Spirituellen. Aber das ist nicht wirklich eine Reinheit, weil immer nur Materie da ist. So, das Beste, was du machen kannst, ist Nam Sankirtan. Im Kali-Zeitalter ist das Beste, die heiligen Namen chanten, weil Archan wirklich schwierig ist in dem Zeitalter. Jeno janma sateir purvam vasudeva samarchitam tanmukhe harinamani tishtati bharata. Those who are going to do archan. So der, was Archan für ein langes Leben schon gemacht, für viele Leben schon gemacht hat, sagt Narad, dann kannst du die Möglichkeit kriegen, reinen Harinam zu chanten. Jeno janma satair purvam vasudeva samarchitam tanmukhe harinama tishtati narada. Automatically you can grow interest for Harinam. Because archan means you have to mention purity, internal and external purity. So Archan brauchst externe und interne Reinigung. So, und wenn du so weitermachst mit Archan, dann kann der heilige Name wirklich kommen. Schneller. So jedes Yagya, sagt Bhaktivinoda Thakur, das was du machst, das ist verbunden mit gewisser Materie. Eine Feuerzeremonie, du musst Holz bringen, Ghee, das sind alles Dinge von der Welt. So, woher kriegst du wirklich einen reinen Ghee? Reiner Ghee ist auch ganz schwer zu kriegen. Die meisten tun so viel Fett rein, was überhaupt kein Ghee ist, ganz wenig Ghee, und das verkaufen sie dann als Ghee. Und wollen die Leute für blöd verkaufen. Die Leute. So, Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, jedes Yagya, das was du machst, sag mal du, Sankirtan Yaga kann auch kontaminiert sein. Es muss nicht unbedingt rein sein, ob das wirklich Sankirtan ist. So Bhaktivinoda Thakur sagt, du musst nachdenken, was für ein Benefit jetzt aus dem kriegst. Jetzt irgendwo zur ein Fest gehst, oder die Sankirtan, Harikata, so du musst dir selber fragen, was kommt raus, was ist mein Resultat, wenn ich jetzt das alles mache, kriege ich extra Power oder nicht, verliere ich was oder kriege ich was, du musst immer kalkulieren. So wirst du jetzt wirklich spirituell erhöht, kriegst du eine Inspiration oder nicht da. Das musst du jetzt abklären mit dir, bevor du was machst. Bevor du zu einem Fest gehst oder sowas. Oder ein Bandara.
That yoga is successful according to the degree of expression of chit. So, ob du jetzt wirklich spirituelle, ob Spiritualität jetzt raufgeht oder runter. So, du musst es abchecken. Because everything depends upon your spiritual consciousness increasing or decreasing. Alles hängt von dem ab, eben ob das spirituelles Bewusstsein erhöht wird oder du verlierst. All karma yoga, what you are doing today, karma yoga, those who don't understand. Some are there, they are doing karma yoga. Like I can give one example, just I told them. Those, Ramananda Sadhu, every day giving some prasadam to countless. So many people there come. Is one kind of karma yoga. So die Ramanandis machen Karma Kanda Yagyas, die verteilen dann Prasadam. Er kann das Beispiel von Rantidev geben. Rantidev wollte die ganzen Sünden von den Leuten auf sich nehmen. Der hat so gebetet zum Höchsten Herrn. Bitte, ich kann leiden für alle Ewigkeit. Ich nehme die Sünden von allen Leuten auf mich, aber mach die frei. So hat Rantidev gebetet. So Rantidev ist in eine Position gebracht worden beim Rishi, dass er fast ganz arm war, wie Bettler. Er hat das Königreich verlassen, ist zum Wald gegangen, das ist ein Test gewesen von einem Rishi. So wie Harischchandran genauso, er ist auch so getestet worden. Alle Kinder und Frauen, die haben gefastet für lange Zeit. Und nachdem sie so lange gefastet haben, haben sie jetzt eines Tages ein Teller gekriegt von Prasadam. Chola, when dried up and powder, chatu, it's called chatu. So in chatu was there, sangya. In Sanskrit it is sangya. And java means barley, there's sangya or chatu, chola, different kind of, chatu. It's come sangya. So also there is some molasses also, gur, molasses, everything there, or water full of, one Pitcher. One pot full of water also, everything was served to him. Then in time when he wanted to distribute among children and everything, So, sie kriegen jetzt alles auf dem Prasadam-Teller. Wasser, Dal, Reis und so weiter. So, jetzt wollte die Familie das essen zusammen, aber dann kommt ein Bettler, der kommt und fragt sie, ob sie was zum Essen haben. Und nachher gibt er ihm was, verteilt es, kaltet sich ein bisschen was. Er gibt zu seinen Kindern und in der Zwischenzeit ist wieder weggekommen. Nachher, bis er schlussendlich nur mehr Wasserkrug übrig gehabt hat. Er wollte dann trinken von dem Wasserkrug, dann ist aber noch eine Person gekommen, ein ganz durstiger Rishi. Oder ist so eine Tribal-Person die hat gesagt, oh, er ist ganz durstig, und hat ihm das Wasser gegeben und er hat es getrunken. Und dann betet er zum Höchsten Herrn, oh, okay, auf dem Weg will ich dir dienen, weil du bist in dem Herzen von allen. So, wir können nicht so sprechen, weil wir haben keine Realisation. Dass wir sagen, Krishna ist überall in jedem Herzen. Rantidev, der hat das wirklich realisiert, dass Krishna in jedem Herzen sitzt. Beim Körper, Geist und Sprache sollst du nicht
keinen Schmerz zufügen. Standing on single point. Kai mono vakhe, I can explain this tomorrow. How people going to take undue advantage of this word and misguiding people. Kai mono vakhe, kare udvekna is from Chaitanya Charitamrita. Dieser Vers vom Chaitanya Charitamrita, Kaimana Vakhe, Körper, Sprache und Geist, hast du kein Recht, Schmerz zu einer anderen Seele geben. Und von was hängt das jetzt ab? Also das Konzept, dass in jeder Seele Bhagavan ist. So, wenn das Konzept da ist, nachher hast du Erfolg. So Rantidev war auf der Stufe, der hat das überall gesehen. Und er hat gesagt zum Höchsten Herrn, auf die Art möchte ich dir dienen. Also ich kann dir so dienen, aber eins frage ich von dir, Geduld, damit ich immer geduldig bin, damit ich nicht so schnell hungrig wäre und durstig. Jadabharat Maharaj So, Bharatji Maharaj, leaving everything, which is impossible to live. All worldly, majestic arrangements. He is a king, great king. He leaving everything, going to forest to do bhajan of Supreme Lord, leaving wives and all property. What to speak about all kingdoms? Er war ein König, der hat dem auch alles aufgegeben. Er war ein ganz großer König. Und ist in den Wald gegangen und wollte Hari-Bhajan machen. Er hat angefangen, Bhajan zu machen. Und er war erfolgreicher. Ne? Und heute findest du noch immer den Platz von Bharat Maharaj in Nepal, in Gandakinadi. Kali Gandaki, das ist der Ort, wo alle Shalagram Shilas herkommen, ist in Nepal. So, wenn du an dem Ort bist, ist ganz ein magischer Ort. Wenn du da 5 Minuten stehst, allein, und hast ein ganz spezielles Gefühl gekriegt. Das ist ein ganz reiner Platz. Bharati Maharaj hat dort Bhajan gemacht. So der König, der hat wirklich die Schnauze voll gehabt vom materiellen Leben. So der normale Leute, die können nicht sagen, oh, ich habe genug von dem, ich will nichts mehr hören von dem Vergnügen. So wie Gokarna, der Atmadev. Das war der Endpunkt. So ganz eine kritische Situation. Und jetzt will er Hilfe, der Atmadev. Der Vater vom Gokarna, der wollte wirklich Hilfe jetzt. So in so einer Position, da kann man das machen, wenn du der Person dann noch fragst, was soll ich jetzt was geben, mit dem du vergnügen kannst. Und sagt er, na, lass mich in Ruhe mit dem. Wenn er schul gegangen ist, er hat einmal ein Gedicht gelesen, was vielleicht geschrieben ist von Bibi Shelley. One soldier living body there for motherland fighting, body gone. So ein Soldat hat den Körper aufgegeben für sein Mutterland. Und die junge Frau ist da, ganz, und der Baby hat auch Geburt genommen.
whom they brought up where your dead. When the body is being carried home, Und die haben dann den Krieger, den Soldaten, den Mann von der Frau heimgebracht, einen toten Körper. Also die Frau hat so einen Schock, sie kann so gar nicht weinen. Sie ist so wie versteinert. Then there was one old Mataji, very old senior. She think if she is not going to burst into tear, then there can be some problem. So, und der alte Mataji sagt, wenn sie jetzt in Tränen ausbricht, nachher kann später ein Problem sein. So, sie ist gegangen und hat das Baby genommen und hat in ihren Körper gegeben. Also nachher hat sie weinen angefangen, wo die alte Frau ihr das Baby gegeben hat. So, was er damit sagen will, so viele Frauen haben ihre Ehemänner im Kriegsfeld verloren. So, wenn du vor so einer Frau dann nur irgendein Vergnügen geben willst, zum Beispiel irgendeine Süßware oder Backwaren, will sie das kosten. Sie spuckt auf das und wird ärgerlich. So, sie hat kein Interesse in das. Die ganze Welt ist dunkel jetzt um ihr. Das ist alles schwarz geworden. Das ganze Leben ist schwarz. Sie kann nichts mehr sehen von Vergnügen. What kind of painful situation that Mataji was small bag, nobody there to take care of that small baby. She is alone. This is the situation of this material world. When Padmanabha Prabhu gone from this material world, I was thinking, oh, Bhagavan, how it is possible? Oh, age is only 46, nothing else. What to do? I am from heart praying for that Padmanabha Prabhu, so that our Gurudev, Prabhupada, Bhakti Thakur, Bhakti Puri Goswami Maharaj can bestow Kripa on that Jivatma. It's painful, really. I cannot see him, I am here. Very painful. So this is the life, this is the condition. This is the condition of this material life, you see. So, in der materiellen Welt so, wer fühlt wirklich das, dass er jetzt stirbt? Weil dann kommt die Ernsthaftigkeit, wie Parikshit Maharaj. Der ist auch nicht interessiert an irgendein Vergnügen in der Welt oder irgendwas, der konzentriert sich nur noch auf das höchste Ziel auf. Aber so eine Entsagung für normale Leute ist nicht möglich, die können so nicht denken. Das ist nur, wenn du wirklich Barmherzigkeit kriegst von Guru und Vaishnava, dass du so eine Entsagung aufzeigst. So wie Atma Deva. Der war komplett entsagt. Er hat nichts mehr wollen in der Welt. So Gokana sagt Tag und Nacht. Only advice, the only advice. Oh Father, try to watch. This world is So der einzigste Ratschlag sagt er, schau dir die Welt an, Vater. Die Welt ist so schmerzhaft. Aber wir sind die Welt mit rosaroten Augen, wir wollen das nicht. Aber die Welt verändert sich ständig und gibt uns ständig Probleme, die wir es wirklich sehen können.
You have to get detachment, because detachment means attachment unto the lotus feet of Supreme Lord. Detachment without the attraction unto the lotus feet of Supreme Lord is dry detachment. Also trockene Entsagung ist diejenige, da wo du eben nur der Welt entsagen willst, aber keine Anhaftung an den höchsten Herrn findest. Das ist das Siddhanta vom Srila Prabhupada. Gewisse Leute sagen ihm so eine Entsagung auf, aber was machen sie nach der Entsagung? Haben sie wirklich dann eine Anhaftung zu Guru und Vaishnava? Wenn es nicht, nachher ist es gefährlich. Und du kannst ganz leicht ein Mayavadi werden. So, das ist da. This Vairagya is not dry Vairagya. But Sarvamati is true, na? Sarvamati is Vairagya Bhakti Yoga Shikshamritam Pusho Purana. Here Vairagya is Vidya, not Vairagya ist Vidya, nicht Avidya. Vidya Vadurjivan. Vidya Vadurjivanam means Bhakti. Bedeutet Bhakti. Try to speak the answer. Try to give the answer. Vairagya Vidya. Shaya Kairava. Vidya Vadurjivanam Anandam. Now point is that this, Jarabharaji Maharaj developing detachment. Surely, Jarabharaji Maharaj will not playing, developing detachment, very nice. Otherwise, how possible a great king staying there in forest, all around river and hilly place, nobody there. He don't like to talk with anybody, even like to speak, solitary place, do Brahma, bhajan. His bhajan is Ganmal bhajan. Early in the morning, 3 o'clock, getting up and start his bhajan, taking bath in, Kali Gandaki and sitting in very nice places, start bhajan. His detachment is not false detachment, getting some power. So Bharat Maharaj, der kriegt jetzt durch sein Bhajan eine gewisse Kraft. Er steht früh auf um 3, setzt sich in Asana, nimmt ein Bad in Mandaki und dann chantet seine Mantras. Und eines Tages nimmt er ein Bad und sieht aber dann das Reh. Und ein weibliches, die Mutter, die war ganz ängstlich und sie ist gesprungen. So, da war ein Fluss und ein ganz starker Fluss. So, sie ist in den Fluss eingekupft, das Reh. Und das Reh ist weggeschwemmt worden. So current. Night time you cannot sleep. Boom, awaaz going on. So, you see, in that case, so means big current. So now, when she jump, then the baby coming out of the baby. Inside the baby, then baby coming out and fall down into when jump. Baby fall down into water. So, das Baby ist in das Wasser gefallen. Heart fell and gone by current. And the small baby just took birth, just one fraction. Das Baby hat gerade Geburt genommen. Und das ist dann auch weggewaschen worden von dem Wasser. Und Chadabarat, also Bharat Maharaj hat gesagt, oh, das Baby soll nicht sterben, das kann er nicht erlauben. Nachher ist er eben in das Wasser gekupft, gesprungen und hat das Reh geschützt und hat es rausgeholt aus dem Wasser.
und hat es mitgenommen zu seinem Bhajan Kutir. So nach seinem Bhajan Kutir war er voll beschäftigt mit dem Reh, dann hat er nicht chanten können, dann hat er nicht Anik chanten können. Er muss jetzt Milch organisieren und weil es noch nicht Früchte und Gras essen kann. So er hat ihm jetzt, geht er betteln und fragt, ob er Milch kriegt. So er ist beschäftigt gewesen, nicht mehr mit seinem Bhajan, sondern mit dem Reh. So Tag für Tag ist jetzt das Reh größer geworden und er ist mehr und mehr beschäftigt worden mit dem Reh und hat mehr und mehr Anhaftung zu dem Reh gekriegt. Und wenn das Reh jetzt manchmal weggelaufen ist, dann hat er sich gedacht, oh, wo ist das Reh, wo ist das Reh? Vielleicht wilde Tiere, sind da Tiger und so, die können. So er hat eine krasse Anhaftung gekriegt zu dem Reh. Und jetzt ist eines Tages das Reh nicht mehr zurückgekommen. Und Bharat ist ausgebrochen in Tränen und hat gesagt, oh, zum Sonnengott, zum Mondgott, wo ist jetzt das Baby hin? Es war meine Verantwortung, auf das Reh aufzupassen, aber ich habe es nicht machen können. So, Sonnengott, Mondgott, kannst du das sehen, das Reh? Kannst du mir bitte sagen, wo das Baby ist? So, while thinking about that baby, dear living body, he also took birth as dear. Some other place, Kalanjar Pradesh. So, er hat ihm jetzt dann, wo er sein Leben verlassen hat, hat er dann nur an das Reh gedacht und somit ist in seinem nächsten Leben ein Reh geworden, weil er so absorbiert wurde in Gedanken. Und im nächsten Leben war er wie Gajendra, er hat sich zwar erinnern können an sein letztes Leben, Gajendra hat sich auch erinnern können und der Bharat Maharaj hat sich auch erinnern können an seine Vergangenheit und hat dort in der Form von einem Reh hat er beten angefangen. Und er hat sich dann gedacht, er geht zu demselben Ort, Kalikanadi. Dort ist das Reh in der Form von dem Bharat Maharaj jetzt hingegangen und hat dort geweint und geweint. Und hat sich gedacht, oh, das war mein Bhajan Kutir und ich habe so viel Entsagung gehabt, aber jetzt habe ich alles verloren, weil mich Maya gefangen hat in der Illusion und mir an das Reh denken lassen hat. So Maya kann kommen in so viele Formen in unserem Leben. Also das ist schwierig, Maya kann in so viele Formen kommen. So reaching that spot, Bhajan Kutir, only crying in front of the oh, I'm giving punishment simply for the reason I have done some mistake. Oh my God. After that dear baby, that is missing. Again, when in the form of dear baby to birth, now going to leave body, last moment, in the water of Kaligandaki. Kaligandaki, you know, in the river, Kaligandaki, very pure nadi, going to live there. While thinking about the Supreme Lord, what to do? Wait, Prabhu, give me a chance. After that, he was given a chance to take birth in a Brahmin family. Angiras Prabhara. So, als nächstes hat er dann eine Geburt genommen, Angibras, in einer Brahman-Familie. Heritage going on, they have some connection with one other Rishi. Somebody, Kassab Rishi, somebody, Pulasa Rishi. Also die haben die Nachfolge von ihren Vorfahren mit der Verbindung mit gewissen Rishis, Vashishta Rishi, Agastya Rishi, Angira Rishi. So er ist jetzt geboren worden in der Brahman-Familie. Es war sein drittes Leben. Und er hat sich gesagt, er wird nie mit irgendjemandem, er wollte sich jetzt ausgeben als ein Stummer und Blinder, ein Verrückter. Er will nicht sprechen mit irgendjemandem.
dass er eben Bhajan machen kann im Geheimen. Dass sich jeder denkt, er ist ein Verrückter. This way. Why? He wanted to give full protection. That is the reason. Full protection. He wanted to take full protection from Maya. Somehow he will get again attachment, big problem. Weil er sich eben so schützen wollte vor Maya. This way he wanted Weil wenn er wieder irgendeine Anhaftung hat, dann kommt wieder das gleiche Problem. I'm actually foolish, I'm dumb and dead. This way. So er hat sich als Dummkopf und When Bharati Maharaj taubstumm ausgegeben. and Jada Bharat, when Bharati Maharaj took birth third time as Jada Bharat, So das dritte Mal war Chadabarat. that life comes successful. Im dritten Leben ist erfolgreich gewesen. That sloka, Seyano Dipumya Jagya Gyana Yoga Parantapaha, this sloka you already hear. Now my point is how it is possible that Bharati Maharaj doing bhajan for in the line of Gyanma. Wie ist es möglich, dass Bharat Maharaj Bharati Maharaj doing bhajan in Gyanma. sein Bhajan ist in Gyanmarg. Rantidev doing bhajan is Karma. Rantidev ist But he is Karma Marg. successful, but he is not successful. Aber Rantidev war erfolgreich und Bharat Maharaj His bhajan is far better. Gyanma bhajan. Bharat Maharaj hat ein höheres Bhajan, das ist Gyanmarg. Rantidev Aber bhajan is Karma Marg. Rantidev seins ist Karma Marg Bhajan. Successful. Rantidev Rantidev is successful, but Bharati war erfolgreich, aber Bharati Raj can be the reason. nicht. Whereas we already know Gyanma bhajan, Gyan is Normalerweise denkt man, dass der aus dem Karma Yagya ist ein gewisses Wissen gekommen, dass eben Krishna überall ist in jedem Herzen. Aber Bharat Maharaj, obwohl er Gyanmarg Bhajan gemacht hat, ein höheres Bhajan, ist er nicht erfolgreich gewesen, weil Maya da war. So einer hat jetzt gefragt, was hätte er machen sollen? So, wenn das Baby jetzt geschützt ist oder gerettet ist von dem Wasser, okay, du erlaubst nicht, dass es stirbt. Und was hätte er dann machen sollen, der Bauer? Hätte er eben weitermachen sollen? So, es war seine Duty, dass er das Baby gerettet hat, das passt. Und er hätte es dann geben können zu dem nächsten Dorf oder hätte es geben können in den Wald, zu der Familie, wo es lebt. Oder mit anderen Rehen. So, das hätte er machen sollen. Aber er war selber angehaftet an das Reh. So hat er seine ganze spirituelle Praxis verloren. He wanted to take full care of that baby, so gradually he is losing his bhajan power, everything, concentrated on Maya. Now the Maya was too strong to avoid. Now losing it. Follow me, boy? There is a point. Now one very nice point I learned to speak. Very nice Siddhanta. So how to protect yourself from Maya? Also wie kannst du dich schützen von Maya? Now those who are taking sannyas or white ways like me, brahmachari, for them it is very vital point. Each and every time we have to survey that Maya touching me or not. If Maya touching me, I should stop speaking. I should not speak later. One example of the parrot I told you now, he is asking Maharaj in Shiva, he is speaking, what is the meaning you speak? I said, okay, I can speak good. One nice parrot was there, very nice parrot.
And one man, bachelor man, is paying. Also da war ein Papagei und ein Mann, der ist im Wald gewesen, hat dort sein Bungalow gehabt und er hat Freundschaft mit seinem Papageien gemacht. So der Papagei, der ist nicht an der Kette. Er fliegt frei, er kann überall frei Früchte nehmen und alles machen, was er will, der Papagei. Und der Mann, der gibt jetzt eines Tages eine Lektion zu dem Papagei. So der Papagei, der wiederholt das, was du ihm sagst. Das ist die Kapazität vom Papagei. Und der Mann, der sagt jetzt, weil manchmal manchmal kommen eben gewisse Jäger, die machen Fallen im Wald mit Netze und gehen raus und legen dann dort was zum Essen hin, aber Früchte, dass das wild angezogen wird. Und der Mann, der sagt jetzt, oder will dem Papagei lernen, oh, er lernt dem Papagei, dass er sagt, oh, ein Jäger kommt jetzt, der spannt ein Netz und der will euch in die Falle leiten. Und das lernt, die Worte lernt er jetzt. In Papagei. So, pass auf, ein Jäger ist da, ein Jäger, der macht ein Netz und die versuchen uns fangen. Das lernt er jetzt in Beispiel. So, das ist jetzt der Papagei, der wiederholt es jetzt ständig. Oh, der Dieb kommt, oder die Räuber, die Jäger kommen, die machen eine Falle. Aber der Papagei hat nicht ein wirkliches Gefühl, was er sagt. Oder er weiß nicht, was er sagt wirklich. Und eines Tages ist dann ein Jäger gekommen, die haben ein Netz gespannt und dann haben sie ganz was Lukratives gegeben und nachher war sogar der Vogel, der Papagei, angezogen. So, der Jäger ist schon ein bisschen, hat sich versteckt und der Papagei schaut runter, oh, das ist wirklich was Leckeres. Und er sagt, wiederholt dieselben Worte, was er gelernt hat. Und er ist dann runtergeflogen und versucht jetzt das zu essen und nachher ist er aber gefangen im Netz. Okay. So, im Netz sagt er jetzt auch, die Räuber machen eine Falle, sie spannen ein Netz, falls nicht dort rein. Aber er ist schon in der Falle. So das Gleiche ist mit den Sannyasis und Brahmacharis. Die lernen ein bisschen Verse, die sprechen das vor die Leute, so mit direkter Realisation können sie nicht sprechen, weil sie selber schon in der Falle sein. So Maya hat sie schon gefangen. So derjenige spricht dann vielleicht Harikata, aber ist schon lange in Maya. So solche Lectures, die sollen gestoppt werden.
But you have to realize and understand direct point. What benefit you are going to get? What benefit you are going to get, you will have to calculate. So, du musst immer nachfragen, was für ein Benefit du rauskriegst aus all den Dingen, was du machst. Remember, I was discussing so many things yesterday, and also I was speaking that those Sadhu, those who are really Sadhu, what is the So, was wirklich Sadhu sein, was ist das Symptom von einem wirklichen Sadhu? Prahlad Maharaj sagt, der Sadhu, der ist voll mit Barmherzigkeit. Für jeden, alle Seelen. So, Prahlad Maharaj sagt, Bhayena Deva Monayo Sabum Muktikamam Manam Janam Naitakta Vinah. Nanyam Tadasa Saranam Brahmataun Upase. Prahlad Maharaj speaking. Oh Prabhu, we find no way out. They were usually those who like to do bhajan, they going outside the society, they are going to stay in forest. Deva Minoyo Savimukti Kama. Maunam Charanti. Maunam means Mauna, they don't like to speak with anybody. In solitary place, they can concentrate in bhajan all the time. But I am not such a full selfish man. So, Prahlad Maharaj sagt, ist nicht so, nicht nur an sich selber interessiert. Denkt an andere, vielleicht Giganis, die machen Bhajan an einem einsamen Ort. Die wollen für sich selber Bhayena Deva Monayosa Vimuktika Maunam Chabina. They want to get some spiritual development, spiritual benefit, try to do bhajan, get escape. So, die wollen sich selber befreien, aber nicht andere, wirklich. What speciality there? When the sadhu going to do bhajan in front of everybody, showing his own character, own behavior, efficacy, to put impression into the heart of. So, wenn das Sadhus machen, die was allein sind, die wollen einen Stempel geben in gewisse Seelen. Bhaktivinoda Thakur sagt, das Predigen, wenn du nicht auf der Stufe bist, dann macht es nicht wirklich einen Stempel in deinem Herzen. So, du kannst nur das Herz ändern durch dein Vaishnav Efficacy, dein Verhalten. Dann kannst du einen Stempel in dem Herzen geben. Satchandoshina Srila Bhaktivinoda Thakur sagt das. Because you are going to speak something which you are not going to follow yourself, that Harikatha can go and come back from there. So, das, was du selber nicht folgst, das ist geht in deine Ohren und es geht wieder aus in andere. Cannot stand. Documentary saying that's why any amount of preaching cannot come out successful. Until and unless they are going to change their heart. Because they are vimukh. Vimukh means averse to Krishna. They never like to do bhajan. If you like to engage them in bhajan, like to set them, first of all, you have to show your idealism. For growing, firing idealism. You have to represent. You see, my idealism. So if you get inspiration, Du musst ein feuriges Beispiel bleiben. Oder werden, dass du wirklich von jemandem das Herz verändern kannst. Du musst selber dem Prozess total folgen. Nachher kannst du vielleicht von anderen auch das Herz verändern. Bei Gerede ist es Leid, es geht ins Ohr und geht wieder aus, weil die meisten Leute haben sich abgewandt von Gott. So, die kannst du nicht so einfach verändern. Du musst ein ideales Beispiel vorzeigen, dass die wirklich Inspiration kriegen. Nur so ist es möglich, das Herz von so verstrickten Seelen zu ändern.
So gestern hat er gesagt, wer ist Sadhu und wer ist nicht Sadhu. So ist noch ein bisschen was offen im Bhastacharan Lila. Das Schlusswort. Bhagavan Sri Krishna gibt ein Beispiel. Gestern hat er schon gesagt, so wirkliche Sadhu, die haben das Leben voll mit Seva. Egal was zu denen kommt, wie viel Geld oder das, was auch immer, ist alles nur in Seva verwendet. Normale Leute können das nicht machen. Swami Maharaj zum Beispiel kann das machen. All das Geld, was er gekriegt hat, ist sofort weiterverwendet werden. Kein Pfennig für sich selber. Sogar ein Familienmitglied ist gekommen von ihm und die wollten dann auch Geld. Und nachher hat er gesagt, dass Swami Maharaj, wow, du denkst jetzt, dass das Geld für deine Gesundheit ist oder für deine Familie. Nein, jeder Pfennig ist für die Verbreitung von Krishna-Bewusstsein. Du rauchst, du trinkst. So. Swami Maharaj hat so viele verstrickte Seelen im gerettet durch sein Kontakt, sein Verhalten. Das, was für ihn möglich ist, das ist nicht für jeden möglich. So das Leben von einem Sadhu Rantidev war erfolgreich und Chadabharat war nicht erfolgreich. Warum? Rantidev, der wollte die ganze Welt eben sehen in Verbindung mit dem Höchsten Herrn. Er hat überall den Höchsten Herrn gesehen in der Welt. Bharat Maharaj er hat ihm das nicht folgen können, dass er jetzt gesehen hat, dass in dem Reh Ahari ist. Und er hat es jetzt weitergeben können oder weggeben können. Er hat es vergessen, dass Krishna auch dort ist. Das ist auch out von Maya. So, ich soll nicht in die Falle geraten. So Rantidev, der hat sich immer gedacht, oh, das ist die Arrangierung von Krishna. So ein wirklicher Sadhu, überall wo der hinschaut, sieht er den Höchsten Herrn. Er kann einen Vorfall sagen von Bhakti Bhagwan Keshav Goswami. Viele Leute denken, Bhakti Bhagwan Keshav Goswami ist so streng. Aber die wissen nicht, das sanfte Herz kennen sie nicht von ihm. Eines Tages one boy was driven away from home by their father, mother, useless. So ein Junge, der ist einmal rausgehauen worden von seinen Eltern. Er hat eine ganz große oder schwere Krankheit gehabt. Vitals of body gone from body. Those who are brahmachari, they want to maintain this. So he is growing some dangerous disease, useless, all sleeping, cannot move, almost like paralysis, so useless. Somehow you got information there is a Devana. Es hat eine Krankheit gehabt, wo den ganzen Enthusiasmus verliert, der Lebensenergie. Und eines Tages hat er sich gedacht, okay, weil er rausgehauen worden ist,
Er geht in den Tempel, er kann dann dort ein bisschen Prasadam essen. Und auch Brahmachari hat gesagt, unser Gurudev, der ist im Bhajan Kutir jetzt, so wart, bis er rauskommt, der kann die heilen. Wart da. Jetzt ist es ein Maharaj, ein älterer Maharaj. So Keshav Goswami Maharaj ist dann rausgekommen aus dem Bhajan Kutir und hat die Person gesehen. Oh, was ist mit dir passiert? Oh Maharaj, ich werde sterben, wenn du mich nicht retten kannst. Er hat eine Krankheit. Maharaj hat ihn angeschaut. Er hat gesagt, okay, bleib da. Ich kann Prasadam geben. Und Maharaj hat angefangen, ihm homöopathisch zu helfen. Und hat er seine Gesundheit zurückgekriegt und hat er Harinam eingenommen, Diksha und Sannyas. So, Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj hat zu allen die Barmherzigkeit sagt. Er hat einen Vers gesagt, dass die Flüsse nicht ihr eigenes Wasser trinken. Die Bäume, die essen nicht ihre eigenen Früchte. Und die Wolken nehmen nicht das Getreide, das, was sie bewässert haben. So it's very important. Now Bhagavan Sri Krishna is going to give such a nice example that those trees, they are like Sadhu, great Sadhu. They never expect, and that's why it was written by Bhaktivinoda Thakur, na vriksha jano katilo kishuna bolay sukaiya maile kare pani na mangoy Jai Jai Manage Padyadan Karma Vrishti Kare Rakshan. Bhaktivinoda Thakur. So, das ist das Beispiel von einem Sadhu. So wie Chaitanya Mahaprabhu das Ausdruck hat, Trinada Bisanichana, ist dieselbe Bedeutung. So, du musst mehr toleranter sein wie ein Baum. Brikshayana Katilayana Kitchina Bolay. So, ein Baum, der gibt da Schutz, der gibt da Blätter, Früchte, aber er fragt ihn nie, dass er irgendwas zurück will. Hat der Baum jetzt irgendeine Erwartung? Nein. This way, after giving full Kripa to those Ananda Gopakumarikaha, Bhagavan Sri Krishna. So, nachdem jetzt Krishna Kripa gegeben hat zu den Nanda Gopakumarikas, By this sloka, I should explain another point. You can remember that I already told the Sukdev Goswami speaking. Ityadishta Bhagavata Labdha Kamaha Kumarikaha Dhayantastat Padamyoyam Krikshat Nirvivishur Rajam. Okay. But previous sloka, it was written Siddha, one point here. Here. Sadhu and this Siddha, Bhagavan wanted to speak again. Yata vala vrayam siddhya maima ramsata khapaha jaduddishya vratamidam cherur arjarchanam sati. Arjarchanam means, who is Arja? Yeah, I couldn't explain that day, I forget. Go to this mood was also. Arjarchanam. Arjarjanam. Arja means Katayani. Arja ist jetzt Katayani. Vratamidam cherur Vratamidam. sati.
Siddha dort ist, bedeutet, sagt Vishwanath Chakravarti, Siddha bedeutet, dass in ihrem letzten Leben war sich definiert. Nicht, dass das Katyayani Vat jetzt euch dorthin gebracht hat, um Siddhi zu kriegen. To give you the total impression, those Nanda Gopa Kumarikaha, they are all Siddha. Nanda Braja Kumarikas, die sind alle schon Siddha davor gewesen. Nicht das Vrat war das, was sie dazu gebracht hat. Mahima and Sadhan Kappa, I already to explain. So these 2 points very vital. One is Siddha, they are not out of this Katyayani Bhuta, this is one kind of Prem Vilas, I already told. Das Katyayani war diese Art von Prem Vilas. Cheru Acharchayam Archa. Archa ist ein Name für Katyayani Devi. In Braja Lila manchmal sagt Radharani Purnamasi, die sagen nicht Arja. Arja means Sreshto. Arja, this is what they are using. When a Purnamasi has a great, influence, great part to play, Purnamasi is going to play a great part in his Braja Lila all the time. All the magic So Purnamasi hat eine ganz große Rolle im Braja Lila. Purnamasi is doing everything. So actually, Lalita Sakhi also speaking, Vrindadevi also speaking. Lalita, Vrindadevi, die sagen alle Arja. I already explained. Vrindadevi speaking in front of the Nanda Gopa Kumarika that I got one mantra from Purnamasi. I see your painful situation. Vrindadevi hat immer das Mantra gekriegt von der Purnamasi. Purnamasi ist eine Hauptfigur in Vrindavan, die was alle komplett respektieren. So, das ist ein Siddha-Mantra. Chantet das, macht es Frat und du habt Erfolg. Arja. Arya. Now with full, pleasure, they are with catching the lotus feet of Krishna inside their heart, not dream. Und jetzt halten sie Krishna in ihrem Herzen fest, die Braja Gopa Kumarika. If you can have the scope to do deep meditation, that object manifests inside your heart. You cannot, what I mean to say is that, suppose Bhakti Puri Maharaj is meditating Vrindavan. So wenn Bhaktivinoda Puri Goswami über Vrindavan meditiert, dann ist er wirklich in Vrindavan. Aidina da Danartha Mathurarata Katavalakshmanam. So, wenn er den Vers spricht, Madhavendra Puri, dann ist er schon in Vrindavan. Das ist die Transzendenz. Wenn du dich wirklich auf das konzentrieren kannst, auf den Klang, dann das Objekt erscheint in feiner Form in deinem Herzen. So wie du versuchst, eben Materie rauszukriegen aus deinem Geist. Okay. Also du kannst deinen Geist nicht vollkommen leer machen von Gedanken, aber du kannst es verändern materielle Dinge mit transzendentalen Dingen. Der Geist kann niemals leer sein, so du musst es austauschen. So jedes transzendentale Objekt über das, was du meditierst, wenn die Meditation perfekt ist, dann kriegst du Resultat, Erfolg. Krishna sagt vom so wenn Sudama Vipra in Dwarka trifft, actually he is not poor. Who is poor? He is not poor actually. Who is
Meister. Kripa means? Meister. Meister. Nice. Now you are learning Bengal. I'm very happy. Kripono yastva santushto. Mane. Daribro yastva santushto. Kripano tvajitandriya. Darisdo yastu asantushto. Those are not satisfied. So die, was nicht zufrieden sein. If there is no bhakti, Wenn du kein Bhakti hast, dann kannst du nicht zufrieden sein. Das ist, nennt sich Daridra, arm. There is a special definition given by Krishna in front of Buddha. In front of Buddha. In front of Buddha, Bhagavan Singh is speaking. Buddha was, who is poor? Daridro yastva santushto kripano tvajitandriya. Daridra is poor, who is not satisfied. Because bhakti is not there. Bhakti is the only object. If you can get bhakti, then satisfaction, saturation. So, wenn du Bhakti hast, nachher hast du wirklich ein Reichtum. Ansonsten bist du Daridra. Daridra, du bist eine arme Seele dann. Diejenigen, die auch keine Kontrolle über ihre Sinne haben, die sind auch arm. Die sind auch Achitendriya. Und Kripano Achitendriya. Also diejenigen, die nur ihre Sinne nachgehen, die wollen nur ihre materiellen Sinne befriedigen. So, die sind geizig in Krishna Seva. Die wollen nicht wirklich Krishna dienen. They have no controlling over their sense organ, so they are keep on Jitendriya. Those who are not Jitendriya, they keep on. Now what Sudama Vipra, while going to Dwarika, crying and going, Ha Krishna, and speaking, Rasparatoho Padakamalani Atmanam Mopi Yachati. My friend Krishna is so open heart, so great heart, that if somebody going to concentrate, even I promise you, if you have the chance to concentrate on the Lotus, so, wenn du dich konzentrierst auf die Lotusfüße von Nitai, das gibt einen großen Benefit. Aber der Geist ist so. So, du kannst dich nicht einmal 2 Minuten für die Lotusfüße von Nitai konzentrieren, weil ständig irgendwelche Anarthas, die verwirren. So, warum sind die Vaishnavas so machtvoll? Weil sie ganz große Willenskraft haben. Durch Bhakti. So, die können auch Kraft zu jedem geben. Die sind selber komplette Kraftstationen, Guru und Vaishnava. Die geben dir Kraft. Und du kannst in deinem Herzen dein Licht anschalten. Deine Glühbirne kann Energie kriegen und das Licht strahlt aus, die Energie. Where is conductor? Conductor means current flowing through conductor. If you put one non-conductor, you cannot expect current to flow. Can you expect? No. So if my heart is non-conductor, passive, how is possible Guru Vaishnav giving Kripa? I cannot catch. So, dein Herz muss aufnahmefähig sein für die Barmherzigkeit von Guru und Sadhus.
wie ein Energiekonverter. So, du musst die Energie aufnehmen, das soll keine Unterbrochenheit sein. Weil wenn das unterbrochen ist, du musst eben schauen in deinem Herzen, vielleicht ist irgendeine Unterbrechung. So, du kannst wirklich fühlen, dass Guru und Vaishnava dir Kripa geben, dass du immer inspiriert bist, dass du vom Morgen bis am Abend immer enthusiastisch bist und alles machst. So, wenn du die Inspiration kriegst, dann sei dir sicher, dass du Kripa kriegst. Guru-Vaishnav so powerful, why? Whole day they cannot complete Harinam, night time, when you are sleeping, you are sleeping. When you are sleeping, they are doing Harinam. So, die Vaishnavas, die können nicht rasten, ohne dass sie Harinam chanten. So, da gibt es keine Frage von Rast in dem Leben von Guru und Vaishnava. That this form, actual power, Kripa coming. So, if you can concentrate unto the lotus feet of Bhagavan and Guru Vaishnava, I told you now, one foreign devotee, so many foreign devotees, they asking question in front of Bhakti Maharaj. You are busy, where to ask question. Devotees haben gefragt in Bhakti Maharaj. Oh yes, sure. Oh, wenn du zu sehr beschäftigt bist, können wir in Shyamdas Babaji Maharaj fragen. Und haben sie gefragt, ein paar Fragen. Oh Maharaj, wenn wir Harinam chanten, was soll man denken? Als allererstes musst du dir auf den Gurudev erinnern. So, du konzentrierst dich als allererstes beim Chanten auf Gurudev. Guru Charan, die Lotusfüße von Guru, seiner Medium, durch das du alles dann sehen kannst. Srila Prabhupada hat gesagt. So, die Lotusfüße von Guru, das ist ein Medium, durch das du wirklich sehen kannst. So first I advise them to concentrate on Guru Charan. Of course, if Sadhu, if not Sadhu, you told me, and I Sadhu, they can concentrate, and very shortly you can find when you are concentrating on Guru Charan. So, wir machen das nächste Param Gurudev und die ganze Guru Parampara, Panchatattva und so weiter. Ansonsten kannst du nicht Harinam chanten. Now actually, Sudama Vipro speaking, Smarataho Padagamalani Atmanam Api Yakshati. Oh, my Prabhu is so open-hearted that anybody going to Smarataha, if you're going to think about the lotus feet of Krishna. So, wenn du über die Lotusfüße von Krishna denkst, dann verkauft sich Krishna demjenigen. Atmanam Obhyachati. Going to sell himself. If somebody is going to consider on the lotus feet of Krishna, Gopalji Maharaj, is Gopal going to sell himself in front of that devotee? What to speak Und about Gopal property and this, that, influence? Verkauft sich dann demjenigen. Name, fame, position, very, very cheap thing. It is written. Atmanam Apiyachati, Krishna going to sell himself in front of you. If you have the chance, can you concentrate on the lotus feet of So können wir uns konzentrieren an die Lotusfüße von Krishna komplett. Wir können es nicht machen, weil das Geist so unruhig ist. So this way actually, those Gopikas, you can think this way, Krishna already giving Kripa, okay.
And this lila is very nice, nice lila. In Bhagavata you can find two rasa lila. So im Bhagavatam sind zwei Rasa-Lilas. Eine ist Sharat zur Zeit von Autumn, Herbst, und eine ist im Frühling, Vasant. So das Lila ist an dem Ufer, in der Nähe von Govardhan passiert. Eine beim Govardhan, eine auf dem Ufer von der Yamuna. Zwei verschiedene Orte hat das Rasa-Lila stattgefunden. Nach dem Herbst jetzt kommt Hemant, das ist eine andere Saison. Shit ist das nächste. Und Krishna sagt jetzt, oh, in Kürze wird es die Möglichkeit haben, mich zu treffen. In der Nacht. So Krishna hat ihnen das versprochen. Meditation of the lotus feet of Krishna is perfect, then maybe Krishna now gone to covered field, but still Krishna is there with them. What I mean to say? Maybe now Krishna gone to covered field to meet with Balaram. So, vielleicht Krishna ist gegangen jetzt zurück zu seinen Kuhhirtenjungen, aber trotzdem Krishna, die Gopis, die sind zwar gegangen und Krishna auch, aber die Gopis meditieren ständig in der feinen Form über Krishna. After that, after doing besto, after besto, you should remember this fine points actually. Even in your daily life, you have punctual, don't try to cheat. If you are elevated after doing seva, this point, you can think. Meditation you cannot break. Those who are great devotees, they're walking road here, there, they can see clearly Jagannath. You cannot believe. How possible, Maharaj? You can go to Jagannath Puri pushing and dashing, by train, go and try to, big, rash there, you can try to. But the Vaishnavas sitting Also die Vaishnavas, die können im Zimmer Jagannath sehen. Und wir müssen rausgehen unter so viele Leute und müssen kämpfen, um einen Blick zu erhaschen von Jagannath auf seinen Wagen. Aber Guru und Vaishnavas, their concentration is so high. Where they are going to, we have seen in the life of Guru-Vaishnav. Walking through road, walking so train, Gurudev, der ist long ago, still, while going in road, always full concentration. Der ist immer voll konzentriert gewesen, sei Gurudev, im Zug, überall. Oh, I'm in train, how possible to know? In train also, four rules. So im Zug erhalten sie alle Regeln und Regulierungen ein. Madhav Maharaj genauso, um uns zu lernen. Die ganzen Kirtans, alles haben sie im Zug gemacht. Very nice. So this way, they are going, they are paying, they are respecting home those who respecting all those Braja Kumarika's. So die Vaishnavas, die machen überall jetzt Sadhana, ganz egal, ob die jetzt reisen im Zug oder irgendwo, die singen da, die haben da das Morgenprogramm, die chanten, alles Ganze. Nicht, dass sie jetzt einen Tag frei haben. After that, Vrindavan Agato, again come back to the same main heart of Vrindavan, where all those covered boys, they are playing. They cannot remember. So Krishna kommt jetzt zurück zu den Kuhhirtenjungen und sie können sich nicht mehr erinnern. Oder für ihn war das eine ganz kurze Zeit, obwohl er so lange weg war jetzt.
So, das ist alles bei Yogamaya arrangiert. My brother, you look very tired today, you take rest here, I'm going for hunting. I can come back and catch you. Balaram hat ihm gesagt zum Krishna, oh, rasch du heute, du schaust so müde aus, so leg dich hin, wir gehen die Kühe weiden. Und Krishna mit den kleinen Jungs, 2, 3 Jahre alt, ist Krishna dort hingegangen, um die Nanda Gopa Prachakumarikas Kripa zu geben. Und mit den Jungs ist jetzt zurückgekommen und hat wieder hat sich an die Gruppe angeschlossen mit den anderen Freunden. Beim Kuhhirten. From Vrindavan they are going a long distance. At present Krishna was there at the bank of Jamuna, na? Because the Lila was the bank of Jamuna. Now after that Krishna going. So, das Lila war auf dem Ufer von der Yamuna. Jetzt ist er weiter weggegangen von der Yamuna, wo eben die Freunde gewesen sind. That time, followers of after that they are going more and more into deep forest, after that they are doing long distance with Balavi Maharaj and covered boys. Now in the meantime, the season I am speaking is, is called So, die Saison, wo jetzt ist, Nihar Kutape Tigme Chayahi Swahi Ratmanaha Ato Patraitano Viksho Drumana Aho Brajukasaha Nidhagar Kotapi Tigme Chayavi Shvavi Ratmanaha Ato Patraitana Viksho Drumana Aho Brajukasaha. There was very sunlight, very hot. also die Sonne war ganz stechend. Because now I'm speaking about this moment is very strong sunlight. So ist ganz heiße Temperatur in der Sommerzeit. Summer season. This summer season actually so hot sunlight, all surround situation very painful. Though inside Vrindavan, there it is described here, but in Vrindavan it is actually written 6 seasons moving around. So in Vrindavan sind 6 Saisonen, die was beschrieben sind. Season 6 type all rotating. It is speciality of Vrindavan. Now in the noontime is summer season. So in der Nachmittagszeit ist Sommer. Each season 2 months. So, normalerweise sind 2 Saisonen oder Saison 2 Monate. Grisha, Vaishak, Cheshta, Shravan, Sharat, Hemanta. Das sind alle Saisonen, was im Shit, Winter, Vashanta, Frühling, so 6 Saisonen, die sich immer abwechseln, rotieren. Aber in Vrindavan sind die 6 Saisonen auf einen einzelnen Tag aufteilt. Nidhago tape, nidhagar tape, tigme chayavi, swaviratmanaha, atopatraitana viksho, drumana aho brajokasaha. Krishna, in very holy mood, in very nice mood, playing mood, Krishna speaking, you see, we cannot feel. There is strong sunlight, scorchy sunlight. We cannot feel, because the trees are there. We are moving, we are, approaching through, the Sadhu, as if those trees, they are making umbrella for us. It's like umbrella. We are approaching, we cannot have any sunlight in our body. So die Bäume sind so hoch und schützen
eben die Kuhhirten-Jungs und Krishna vor der stechenden Sonne. So, enjoy this kind of, nice. So all place they're making umbrella. So now Krishna going to give us one lesson. Atapatrai tana viksho drumana aho brajokasa. Brajokasa hamane? Brajokasa mane brajvasi. Brajokasa bedeutet, die Brajavasi ist die Kuhhirten in dem Vers. Brajokasa means brajvasi. But here, brajokasa means all covered boys. He Stoku Krishna, he Amso Yashidamano, Subala Arjuno, Vishalar Sabo, Teyusvino, Devaprasto, Barukataha, Pasaitano, Mahabhagano, Pararthaikanto Jivitana, and Bato Varsato Pohimano, Sahanto Bharyantino. All Krishna speaking the name of friends. So, das sind alle Freunde von Krishna. Er ist Stoka Krishna. Hey Amsa, hey Siddham, hey Subal, hey Subal Arjun, hey Vishal, Deva Prashta Varuvataha, Pashitana Etano Pashu. Schau auf die Bäume. You see, as if they are living Als for wie others. die Bäume für andere leben. They are not living for themselves. They are living for others. This is so nice. Aho. Pararthaikanto jivitanaha. Why? Well, at any time, but there's strong wind, Weil jede Zeit bei Regen, Wind, Sturm, torrential rain, when it is hot and cold, always they are giving to. wenn es warm ist, heiß ist, kalt, geben sie immer einen Schutz in andere. Varsatapa himano sahanto bharayanto no. Bharayanto means going to give us protection. So here Stoka Krishna, here Angsho, here Siddhamano, Subalarjuno, Vishalarsava, Tejasvino, Devaprastha, Varuthapaha, Pasritano, Mahabhagano, Pararthaikanto Jivitano, Bato, Barsa, Tapo, Himana, Sahanto, Bharayanto, giving full protection to us. They themselves going to suffer. We cannot compare those trees. They are really sadhu. They are really actual sadhu. Where they are going to serve others. They are in expectation, in lieu. In expectation, they are not going, in lieu, in return, they are not going to take anything from anybody. So, you see, their mood is very nice. We should learn from trees. That's why Chaitanya Mahaprabhu going to give this example. So, sie sagen, wir sollen lernen von den Bäumen. Deswegen ist der Vers Trinada Bisonichana da. Chaitanya Mahaprabhu. Weil die Bäume ihm alle geben, Schutz und Früchte und alles, ohne dass sie irgendwas verlangen. Wenn er kennt Nigoraj, Kwa. Also Nigoraj, der war in dem tiefen Brunnen und Krishna hat ihn berührt. Und Nigoraj hat seinen Körper zurückgekriegt, seinen ursprünglichen. Und vor dem Nigoraj, Krishna weiß über alles Bescheid. So Krishna asked him, oh, wie hast du den Körper gekriegt? War Salamanderkörper oder so Gecko? My name is Niguraj. Perhaps you have heard. Those who are giving donation, among them my name is topmost. Niguraj speaking, if perhaps you have gone through my name, perhaps you have heard. My name is Niguraj, I am topmost donator. I used to donate so many things. One day I made mistake. It was not my direct mistake. One cow
from one Brahmin house of one Brahmin gone to other Brahmin's house. They fight with each other, they come for solution. I say, So Nigorats Name ist bekannt, weil er immer so viel spendet, aber er hat die Form jetzt angenommen, weil er eben einen Fluch gekriegt hat von den Brahmanern, weil er einmal Kühe gespendet hat. Und zwei Brahmanas haben sich gestritten, weil ein Kaude, was er so gespendet hat, hat er nochmal gespendet zu einem anderen und so war ein großes Problem. So eine Kuh ist zweimal jetzt gespendet worden. Es war nicht sein Wille und er hat die Bestrafung gekriegt. One rich man you can meet, he can donate anything. But when anybody going to donate something, so wenn jetzt jemand was spendet, nachher bringt er sich selber normalerweise nicht in Schwierigkeit. Wie Bali Maharaj. Bali Maharaj hat gegeben so viel, bis er schlussendlich seinen eigenen Kopf gegeben hat. Normal in der Welt, auch die Halbgötter, wenn die eine Spende geben, das ist nicht eine wirkliche, komplette Spende, weil sie irgendwas zurückhalten für sich selber. Er kann über einen Vorfall sprechen. Zwei Spenden. Er war in Brajamandal, Chaurasi Ghosh hat dort Parikram gemacht. Er ist nach Kamyavan gekommen. Und er hat viele Devotees gesehen, die was Parikram machen. So, die werden Harikata sprechen. Und er hat gesagt, okay, das kann ich mir auch anhören. Nicht Gaudiya Sampradaya, andere Sampradaya. Er wollte gleich schauen, was sie machen. So der Sadhu, der Anführer von der, hat gesagt, es kommt Paprachabasi zu mir, er spendet heute was. What is the excellence of the donation? His name is Garbar Singh. Garbar Singh, his name. So sein Name ist Garbar Singh. His name is Garbar Singh. In front of me, giving some donation. Und er gibt die Spende und sagt, das ist meine letzte Spende, ich habe nichts mehr im Leben. Alles, was ich habe, das gebe ich jetzt dir. Das waren vielleicht 18.000, 20.000. Aber der andere ist ein Armer gewesen. Er hat alles genommen dann schlussendlich. Aber dem donation, how to do, because no money is there, big donation, wanted to give life, I can speak this topics after, not now. Whole life, like to sell. So der wollte auch sein ganzes Leben spenden, eine Person, für Gurudev. Aber das spricht er jetzt nicht. Und ein anderer Fall in dem Leben von Madhav Maharaj. Sie war von Haryana oder an anderen Ort. Und das ganze arme Frau gewesen. Sie hat eine Tochter, die wächst auf langsam. Sie denkt über die Hochzeit von ihrer Tochter nach. Sie haben kein Geld. Ein kleines Haus ist da. Also der Ehemann ist schon gestorben. Irgendwie halten sie sich am Leben. Also die Tochter, die verdient ein bisschen Geld. Madhav Maharaj kommt dann. She is going and crying, Gurudev, you can come to my place to take seva.
und sie sagt, oh, Gurudev, komm zu mir. Also ich kann Seva leisten. Und Madhav Maharaj ist mit allen Devotees gekommen. So die Frau war arm, aber sie hat viel Liebe für Guru und Vaishnav. So, sie will wirklich das Leben geben zu Gurudev. Wer weiß, was in seinem Herzen ist. So der Mataji hat dann das Haus verkauft zu einer reichen Person. Und sie sagt, oh, ich habe auch bitte sprich zu niemandem über das. Aber ich gebe alle Papiere, alles gebe ich dir, ich unterschreibe es. Aber sie braucht ja Geld, um ihrem Gurudev zu dienen. Und sie will Erlaubnis kriegen. Solange mein Gurudev in meinem Haus ist, für 3-4 Tage, bitte erlaub mir. Dann sagt sie, oh, sie kann danach wieder auf die Straße gehen, aber lass mir bitte das machen. Ich verkaufe jetzt mein Gebäude. Sie hat es verkauft, nimmt das Geld und spendet alles. Große Arrangierungen hat sie gemacht für alle Devotees. Madhav Maharaj war total zufrieden. Gurudev weiß alles schon, was im Herzen vorgeht. Aber irgendwie ist dann die Geschichte in das Ohr gekommen von einer reichen Person. Und Guptaji hat er geheißen. Was host for us. When I go there in Jammu for fishing, when Sadhu, so with some Sadhu, they arrange. But my prasadam was very special. Nobody had done that. Specially arranged. But Arvind was there. His nephew, he is also rich man. Rajaji, his name. Now he is there. Now when Madhu Goswami had gone, in the back end room, but somehow this net, somehow, how it was, so, wo die Nachricht eben zu der reicheren Person kam, ist, dann, der hat nicht gesprochen. Das Geld ist aufteilt gewesen für die Hochzeit und von ihrer Tochter und die andere Hälfte für Gurudev. Ein ganz kleiner Teil, der Großteil ist ausgegeben worden. Und das hat eben jetzt die arme Person gehört. Und er hat dann ein großes Haus gemietet und hat so viel Geld gespendet für die Hochzeit von der Tochter. Und hat ein ganz schönes Anwesen gemacht für ihr ganzes Leben. So Gurudev war's. So viele Beispiele gibt es mit das. Eine arme Person war in Delhi. Sein Name war Ram. Ist ganz arm, vielleicht täglich haben sie nicht einmal 2 Chapatis und sie weinen auch vor Madhav Maharaj. Oh. Und Madhav Maharaj hat auch einen Rupee.
You take this coin and put in Lakshmi, and they have their room now, small deity, somehow. Also er hat den Rupi hat er mitgenommen in den Horn, den hat er nicht ausgegeben. Der Rupi, der hat ihnen schlussendlich, den hat er nicht ausgegeben, aber durch den Rupi ist so viel Geld gekommen. Mehr und mehr. Also er hat immer ausreichend gehabt, die Person, obwohl sie so arm war. Aber Guru will Krishna geben schlussendlich. Er kann viel geben, er kann da Geld geben, Pratishta, Ehre, Ruhm. Aber das Wichtigste, oder das, was wir wollen von Krishna, oh my God, somehow I go this way. So this kind of love puja pratishtha, if we hate in our life, then we can get bhakti. Otherwise bhakti is created for us. Now what Krishna wants to speak, same thing Chaitanya Mahaprabhu told. In other words, same thing I can compare this point. I can show that rich man, this Guptaji going to donate for that lady, okay, but that is not extreme donation. Extreme donation? Because more property there. Follow what I mean to say. Two, one is, Vidaharaj and another, poor friends, Krishna. Same time Krishna divided into two parts. With two Sadhu, Krishna with Rishimani entering into the house. One is very poor. Nothing. Broken room, mud room, and on Bagicha, lawn is there. All Krishna entering for a long time, you are expecting damals sind wir als Krishna gekommen. So happy dancing. But Prabhu, I have nothing. What you have, I can take. Also er sagt, er hat nichts, also was immer du hast, gib mir. Also dann hat er Wasser geholt und Krishna hat sich so glücklich gefühlt. Er hat dort gerastet. Und so, when somebody going to give final donation, no residue there. So, wenn wirklich jemand die letzte Donation gibt, we will have to give a final donation unto Lord Lotus Gurudev. Then we can get Krishna. Final donation, only body is there. Give body. So, wenn du nichts mehr hast, nachher gibst dein Körper. Das ist die finale Donation, die finale Spende. So, du sollst alles geben, deinen kompletten Körper. Krishna Akhila Chesta. So now, this vriksha or trees, their donation is complete donation. Any rich man you are going to get donation, they can give, but they are going to reserve something. Even those who are very puffed up, vanity, they can insult you. Is that enough? If one beggar, sannyasi going to beg from a rich man, even So, wenn ein Sannyasi zu reichen Leuten kommt, they are not going to give any respect to sannyasi. und vielleicht gibt es Leute, die was sagen, keinen Respekt jetzt zu dem Sannyasi. So, betteln ist nur, dass es wirklich Alarm ist, dann kannst du das machen. Aber wir wollen keine reichen Sadhus werden. So, Gurudev ist begging is not actually, rice begging is not main point. Main point, Gurudev send you go for begging. So, Gurudev, der sendet ihn, okay, sammel Reis. You are coming for begging? Und manche sagen, oh, du kommst zum Betteln von Reis. I'm going to some other door. Dann geht er zu einer anderen Tür. Begging is the vital point through which you can grow Trinadapi.
So many people insulting me. I am speaking something very politely, sometimes no. Weil Betteln ist der Weg eben, wo dein Ego wirklich geprüft werden kann. Wenn du betteln gehst, deswegen lass dir der Gurudev das machen. So Gurudev sendet dir und praktiziere das. Kein Wasser, kein Essen und jetzt geh betteln. Und dann ist er eines Tages in ein Haus, ist jemand rausgekommen und der hat ihn beschimpft. Und all seine Studenten waren auch da. Er hat gesagt, so, ich gebe dir 10 Rupees, was kannst du mir geben? Und politely hat er gesagt, freundlich, oh Master, du gibst mir vielleicht 10 Rupees nicht für mich, für Seva. Also was kannst du mir geben? Aber dann sagt er hat eine Frage, hast du deine alte Mutter? So wie alt ist sie? So hat schon 80 Jahre erreicht. So wenn du ihr was gibst, dann gibst sie der Segnungen. All those students, they are laughing. I started speaking in English. So you see, he cannot speak in English, and the students, they started laughing. They could easily discover that man coming. Weil er hat dann auch noch in Englisch sprechen angefangen. Und der andere hat eben nicht Englisch können. Und die kleinen Kinder haben dann verstanden, dass er kein Bettler ist, dass er eben gebildet ist. Und die Studenten haben Lachen angefangen. You are expecting, what you can expect from me? You going to do business? I'm sannyasi, I'm coming to you, you can give or cannot give, that's up to you. You cannot speak this way. So material you are. I give lesson to him and then go. This way so many cases. Begging is also important. Not that big donation can foreign country cannot make you purified. So betteln ist eben wichtig, um gereinigt zu werden. Du musst auf Alarmbasis leben. So Guru Varga, die lernen und so. All the time. Anyway, there's an inner meaning. I can explain tomorrow. Today I want to stop here. Etavat janma safalyam dehinam iho dehishu pranair arthair dhiya vacha sareva charanam sada. This is the final conclusion. I can go tomorrow. So if you have any question, you can put in front of. So you can remember the sloka by Gokarnaji Maharaj. Whatever sloka I speak, you can remember? Can you remember? What is? Asar kalu sansara duksharupi vimakaha sutaha kasya dhanam kasya snehuban jalati yanisham pasyani sanjagaditam shanabhangunishtam vairaga sikho bhavabhakti nishta vanchakalpatarvasika vasandesh patitan pavana vaishnav. So, try to remember food, one by one. One question. What question you have, Mataji? You get about mind, you put question yesterday. I give some answer. So what question you have? You tell about if you want to change some heart for some person heart, we have to show our excellence, our idealism. No, idealism. Idealism. What Genuine idealism. What is mean? Genuine idealism means your acharya. If I go to explain it, it will take long time. Main point I can speak today, tomorrow I can explain.
What is the main idealism? What is the main thing? Not dry idealism. Not dry. My seva mood. My tremendous seva mood is a genuine idealism. If there is not at all any seva mood inside her, I am going to show you dry idealism. That cannot work. Follow my point. Then you can put impression. Otherwise, there is secrecy. I am very happy that you put this question. Otherwise, I forget to speak. I can discuss tomorrow. Details about this point.